Lektion 1: Familienabenteuer. Bei unserem letzten Familienausflug sind wir durch Tunnel und über Berge gereist. Das klingt unglaublich. Es muss ein ziemliches Abenteuer gewesen sein. Das war es wirklich. Mein Vater segelt auch gerne, was unseren Ausflügen noch mehr Spannung verleiht. Segeln klingt nach einer wunderbaren Art, die Welt zu erkunden. Nimmt er dich mit? Ja, wann immer er kann. Es hat etwas Magisches, draußen auf dem Wasser zu sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Die Kombination aus Bergen und Meer muss atemberaubend sein. Das ist es wirklich. Wir fangen immer wieder atemberaubende Ausblicke ein und schaffen schöne Erinnerungen. Das würde ich gerne einmal erleben. Die Natur hat die Möglichkeit, Familien näher zusammenzubringen. Absolut. Diese Abenteuer sind das, was wir am meisten schätzen. Lektion 2: Winteraufregung. Ich kann es kaum erwarten, dass der Boden mit einer weißen Schneedecke bedeckt ist. Ich kenne dieses Gefühl. Der erste Schneefall der Saison hat etwas Magisches. Um mich darauf vorzubereiten, ziehe ich immer meine Fäustlinge, meinen Schal, meine Mütze und meinen Mantel an. Das ist die perfekte Vorbereitung. Beim Genießen des Schnees ist es wichtig, warm zu bleiben. Absolut. Ich liebe es, nach draußen zu gehen, Schneemänner zu bauen und Schneeballschlachten zu veranstalten. Diese Aktivitäten machen so viel Spaß. Es bringt das Kind in uns allen zum Vorschein. Genau. Und die Schönheit der schneebedeckten Landschaften ist atemberaubend. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich alles in ein Winterwunderland verwandelt. Ich auch. Es ist eine meiner Lieblingszeiten im Jahr. Lektion 3: Historische Resilienz. Wir haben in schwierigen Zeiten mehr als einmal historische Widerstandsfähigkeit erlebt. Ja, seit Franklin Roosevelt sich aus seinem Rollstuhl erhob, um die Stimmung dieser Nation zu heben. Seine Führung während der Weltwirtschaftskrise war wirklich inspirierend und wirkungsvoll. Absolut. Es zeigte, wie Entschlossenheit Widrigkeiten überwinden kann. Und seine Fähigkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten, war bemerkenswert. Ja. Er verstand wirklich die Probleme der einfachen Bürger. Sein Erbe erinnert uns weiterhin an die Stärke des menschlichen Geistes. Ich stimme zu. Es ist eine kraftvolle Lektion in Sachen Ausdauer und Hoffnung. Lassen Sie uns diesen Geist weitertragen, während wir uns heute unseren eigenen Herausforderungen stellen. Lektion 4: Spannung beim Secondhand-Shopping. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, mit Ihnen Secondhand-Einkäufe zu machen. Es ist immer so ein lustiges Abenteuer. Ich stimme zu. Wenn wir zusammengehen, finden wir immer die einzigartigsten Artikel und tolle Angebote. Genau. Es hat etwas Spannendes, zwischen all den Regalen nach verborgenen Schätzen zu suchen. Ja. Außerdem ist es wie eine Schatzsuche, und man weiß nie, was man entdecken wird. Ich liebe es, wie wir Vintage-Kleidung und ausgefallene Wohnaccessoires finden können. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie viel Charakter einige dieser Stücke haben. Und die Geschichten dahinter sind oft faszinierend und machen jedes Stück zu etwas Besonderem. Absolut. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Mal viel Spaß beim Erkunden verschiedener Secondhand-Läden haben werden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir entdecken. Es ist immer eine erfreuliche Erfahrung. Lektion 5: Weihnachtskartensammlung.
Wussten Sie, dass Sie heute Weihnachtskarten mit wunderschönen Winterszenen kaufen können? Das habe ich gesehen. Diese Druckkollektion vermittelt ein gemütliches, festliches Gefühl. Absolut. Das Kunstwerk fängt den Geist der Saison wirklich wunderbar ein. Ich liebe es, Karten an Freunde und Familie zu verschicken. Es fühlt sich so persönlich an. Ja, es fügt eine besondere Note hinzu, die digitale Nachrichten einfach nicht reproduzieren können. Und eine handgeschriebene Karte per Post zu erhalten, ist immer eine wunderbare Überraschung. Genau. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, während der Feiertage Freude und Fröhlichkeit zu verbreiten. Ich werde auf jeden Fall einige dieser Karten für die diesjährigen Feierlichkeiten mitnehmen. Ich auch. Sie sind tolle Andenken, die die Menschen schätzen können. Lektion 6: Sicherheitsvorschriften. Ich habe gehört, dass brennbare Materialien in bestimmten Bereichen aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt sind. Das macht Sinn. Sicherheit sollte in jeder Umgebung immer oberste Priorität haben. Ja, insbesondere an Orten, an denen sich viele Menschen oder empfindliche Geräte aufhalten. Wie lange dauert das Verfahren für diese Vorschriften normalerweise? Es kann variieren, aber es ist die Zeit und Mühe wert, dafür zu sorgen, dass alle sicher sind. Absolut. Es ist besser, vorsichtig zu sein, als Unfälle zu riskieren. Ich stimme voll und ganz zu. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften schützt alle Beteiligten. Es ist wichtig, auch das Bewusstsein für diese Regeln zu schärfen. Definitiv. Je besser wir informiert sind, desto sicherer können wir sein. Lektion 7: Musikalisch Talente. Schon in jungen Jahren spielte er Flöte, Geige und Klavier und stellte damit seine vielfältigen musikalischen Talente unter Beweis. Das ist beeindruckend. Es hört sich so an, als hätte er eine sehr künstlerische Erziehung gehabt. Da er in einer energiegeladenen Unternehmerfamilie aufwuchs, wurde von Steven erwartet, dass er in vielen Bereichen hervorragende Leistungen erbringt. Ich kann mir den Druck vorstellen, den er verspürt haben muss, sowohl in der Musik als auch im Geschäft erfolgreich zu sein. Ja, diese Erwartungen in Einklang zu bringen, kann für jeden eine ziemliche Herausforderung sein. Aber das Erlernen mehrerer Instrumente muss ihm eine große kreative Möglichkeit gegeben haben. Absolut. Musik kann eine wunderbare Möglichkeit sein, sich unter Druck auszudrücken. Es ist inspirierend zu sehen, wie er diese Herausforderungen in Erfolge verwandelt hat. Definitiv. Seine Geschichte ermutigt andere, ihren Leidenschaften unabhängig von den Erwartungen nachzugehen. Lektion 8: Künstlerische Meisterschaft. Viele Experten halten ihn für den größten Bildhauer aller Zeiten, und es ist leicht zu verstehen, warum. Ja. Bemerkenswert sind seine Liebe zum Detail und seine Fähigkeit, Emotionen durch Stein zu vermitteln. Eine seiner berühmtesten Skulpturen ist ein wahres Meisterwerk, das die Essenz der Schönheit einfängt. Absolut. Die Art und Weise, wie er seinen Kreationen Leben einhaucht, ist unglaublich inspirierend. Seine Arbeit beeinflusst weiterhin Künstler und Bildhauer auf der ganzen Welt. Es ist erstaunlich, wie Kunst die Zeit überdauern und auch heute noch bei den Menschen Anklang finden kann. Ja. Sein Vermächtnis ist ein Beweis für die Kraft der Kreativität und des Ausdrucks. Ich würde seine Skulpturen gerne eines Tages persönlich sehen. Das wäre ein fantastisches Erlebnis. Kunst verbindet uns alle. Lektion 9: Fokus und Ablenkung. Ich habe ein paar YouTube-Videos zum Lernen ausprobiert, aber zu Hause werde ich ständig abgelenkt. Das kann jedem passieren.
Bei so vielen Dingen kann man leicht den Fokus verlieren. Genau. Ich ertappe mich dabei, dass ich abschweife und mich anderen Aufgaben zuwende, statt auf dem richtigen Weg zu bleiben. Haben Sie darüber nachgedacht, bestimmte Lernzeiten festzulegen, um Ablenkungen zu minimieren? Das ist eine tolle Idee. Das Einplanen spezieller Zeit könnte mir helfen, mich besser zu konzentrieren. Ja. Auch die Schaffung eines ruhigen Raums oder das Deaktivieren von Benachrichtigungen kann einen Unterschied machen. Ich mag es. Es würde mir helfen, mich mehr auf die Inhalte zu konzentrieren, die ich lernen möchte. Definitiv. Wenn Sie eine für Sie geeignete Routine finden, können Sie Ihre Lernerfahrung verbessern. Ich werde es versuchen und sehen, ob es mir hilft, engagierter zu bleiben. Lektion 10: Spirituelle Opfergaben. Es gibt viele Überzeugungen über Opfergaben, die den Göttern dargebracht werden sollten. Ja, und einige schlagen vor, dass sie auch auf einige Gottesersatzstoffe angewendet werden sollten. Das ist interessant. Es wirft Fragen darüber auf, was wir in unseren spirituellen Praktiken schätzen. Genau. Manche Menschen betrachten den Nationalismus als einen der gefährlichsten Ersatzstoffe für den wahren Glauben. Ja. Wenn der Nationalismus Vorrang hat, kann dies zu Spaltung und Konflikten führen. Es ist wichtig, sich an die Essenz von Einheit und Mitgefühl in der Spiritualität zu erinnern. Absolut. Die Anerkennung unserer gemeinsamen Menschlichkeit ist für ein harmonisches Zusammenleben von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Um Herausforderungen zu meistern, ist es wichtig, eine gemeinsame Basis zu finden. Ja. Gespräche wie diese können uns helfen, über unsere Überzeugungen und Werte nachzudenken. Lektion 11: Vorteile von Achtsamkeit. Die Beruhigung des Geistes ist für das allgemeine Wohlbefinden unerlässlich, finden Sie nicht? Ja, es schafft einen harmonischen und friedlichen Seinszustand. Genau. Es ermöglicht uns, Stress und Herausforderungen effektiver zu bewältigen. Mir ist aufgefallen, dass es mir viel besser geht, wenn ich mir Zeit zum Atmen und Meditieren nehme. Das ist großartig. Achtsamkeitsübungen können die Konzentration und Klarheit im täglichen Leben verbessern. Absolut. Es hilft, Perspektive und Wertschätzung für den gegenwärtigen Moment zu schaffen. Ich finde, dass schon ein paar Minuten Achtsamkeit einen großen Unterschied in meinem Tag machen können. Ja. Es ist erstaunlich, wie eine so einfache Praxis tiefgreifende Auswirkungen haben kann. Setzen wir uns dafür ein, mehr Achtsamkeit in unsere Routinen zu integrieren. Lektion 12: Auswahl an Heimdekorationen. Ich finde es interessant, wie Menschen ihre Häuser rund um die Fenster dekorieren. Ja, es kann das Gesamtbild eines Hauses wirklich verbessern. Manche Menschen setzen auf Vorhänge, Pflanzen und Lichter, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Absolut. Es verleiht dem Wohnraum Charakter und Wärme. Allerdings kann es manchmal überwältigend sein, wenn zu viel los ist. Das stimmt. Das Finden eines Gleichgewichts ist der Schlüssel zur Schaffung einer ruhigen Umgebung. Ich liebe es, wenn Häuser rund um die Fenster ein schlichtes, aber elegantes Aussehen haben. Ja. Dadurch wirkt ein Raum einladender und komfortabler. Lassen Sie uns beim nächsten Treffen ein paar Dekorationstipps verraten. Lektion 13: Naturerkundung. Wie wäre es, dieses Wochenende einen nahegelegenen Nationalpark zu erkunden? Das klingt nach einer fantastischen Idee.
Es ist ein wunderschöner Ort zum Entspannen und zur Verbindung mit der Natur. Genau. Draußen sein kann so erfrischend und regenerierend sein. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, der Hektik des Alltags zu entfliehen. Ja. Wir können wandern, die Landschaft genießen und vielleicht sogar ein paar Fotos machen. Ich würde gerne die Schönheit des Parks durch mein Kameraobjektiv einfangen. Das wäre großartig. Die Natur bietet so viele atemberaubende Ausblicke zum Fotografieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam im Park entdecken. Es wird ein Abenteuer voller Spaß und Entspannung. Lektion 14. Morgendliches Treffen. Perfekt. Wann sollten wir uns für unser Abenteuer im Park treffen? Treffen wir uns um 9 Uhr am Parkeingang, das gibt uns viel Zeit zum Erkunden. Klingt nach einem Plan. Ich liebe es, früh aufzustehen, um den Tag optimal zu nutzen. Ich auch. Das Morgenlicht ist so schön, besonders im Park. Absolut. Es entsteht eine magische Atmosphäre, perfekt zum Fotografieren. Außerdem sind zu dieser Zeit meist weniger Menschen unterwegs, was die Atmosphäre friedlicher macht. Ja. Ich genieße es, die Wanderwege für uns alleine zu haben, um wirklich in die Natur einzutauchen. Genau. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam entdecken. Es wird ein aufregender Tag. Stellen wir sicher, dass wir auch Snacks mitbringen. Lektion 15. Wochenendspaß. Hallo. Wie war dein Wochenende? Es war großartig. Ich habe ein Konzert besucht, das absolut fantastisch war. Das klingt unglaublich. Wen haben Sie auftreten sehen? Ich habe meine Lieblingsband gesehen und sie haben alle ihre Hits gespielt. Wow. Live-Konzerte haben eine unglaubliche Energie, es muss aufregend gewesen sein. Das war es wirklich. Das Publikum war begeistert und die Atmosphäre war elektrisierend. Ich kann es mir nur vorstellen. Haben Sie auch dein Lieblingslied gespielt? Ja, das haben sie. Es war ein ganz besonderer Moment, als alle mitsangen. Das ist erstaunlich. Ich liebe es, wenn Fans so zusammenkommen. Lektion 16. Essensvorlieben. Ich bin kein großer Fan von scharfem Essen, komme aber mit milden Aromen klar. Das ist verständlich. Scharfes Essen ist nicht jedermanns Sache. Genau. Ich bevorzuge es, den Geschmack zu genießen, ohne dass die Hitze meinen Gaumen überfordert. Ebenfalls. Ich finde, dass milde Aromen genauso köstlich und sättigend sein können. Ja. Es gibt so viele Kräuter und Gewürze, die Geschmack verleihen, ohne scharf zu sein. Absolut. Haben Sie ein Lieblingsgericht, das Ihnen schmeckt? Ich liebe Nudelgerichte mit einer leichten Knoblauch-Olivenölsauce, es ist so aromatisch. Das klingt herrlich. Ich mag mediterrane Gerichte wegen ihrer frischen Zutaten. Das ist immer eine gute Wahl. Es ist schön, Gerichte zu finden, die unserem Geschmack entsprechen. Lektion 17. Reiseänderungen. Oh nein. Warum wurde der Flugplan geändert? Ich bin mir nicht sicher, aber fragen wir die Mitarbeiter der Fluggesellschaft nach weiteren Informationen. Gute Idee.
Es ist am besten, die Fakten direkt von Ihnen zu erfahren. Genau. Sie können die genauesten Updates zu unserem Flug liefern. Ich hoffe, dass es nicht zu einer allzu großen Verzögerung kommt. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich auch. Es ist immer frustrierend, wenn sich Reisepläne unerwartet ändern. Ja. Aber zumindest können wir ruhig bleiben und die Dinge gemeinsam klären. Absolut. Ich bin mir sicher, dass am Ende alles klappen wird. Gehen wir zum Informationsschalter und holen uns ein paar Antworten. Lektion 18: Reiseabenteuer. Ich bin kürzlich aus Thailand zurückgekehrt und es waren allesamt tolle Erlebnisse. Das ist großartig. Ich wollte schon immer Thailand besuchen und seine Kultur erkunden. Das solltest du auf jeden Fall. Das Essen, die Menschen und die Landschaft sind unvergesslich. Ich kann es mir nur vorstellen. Was war Ihr Lieblingsteil der Reise? Ich habe es geliebt, die Tempel zu besuchen. Sie waren so schön und voller Geschichte. Das klingt unglaublich. Ich habe gehört, dass die Architektur atemberaubend ist. Das ist es wirklich. Die Farben und Details sind atemberaubend. Ich würde gerne die Märkte sehen und auch das köstliche Streetfood probieren. Du würdest es lieben. Die Aromen sind lebendig und einzigartig. Lektion 19: Fermentationsprozess. Bis die Gärung abgeschlossen ist, dauert es je nach Methode meist mehrere Tage. Können Sie den Unterschied zwischen den verschiedenen Fermentationsprozessen erkennen? Absolut. Jede Methode kann im Endprodukt unterschiedliche Aromen und Texturen erzeugen. Das ist faszinierend. Ich liebe es zu lernen, wie die Fermentation in Lebensmitteln und Getränken funktioniert. Ja. Von Brot bis Joghurt spielt die Fermentation bei vielen köstlichen Produkten eine entscheidende Rolle. Ich finde es erstaunlich, dass ein so einfacher Prozess komplexe Aromen erzeugen kann. Genau. Es ist wie ein kleiner Zauber, der in der Küche passiert. Ich würde gerne zu Hause mit der Fermentation experimentieren. Es klingt lustig. Probieren Sie es unbedingt aus. Ich kann Ihnen mit einigen Rezepten den Einstieg erleichtern. Lektion 20: Der Regierung vertrauen. Wir haben letztes Jahr 1 Million Tonnen Stahl produziert und waren alle sehr glücklich darüber. Das ist beeindruckend. Es muss eine Menge harter Arbeit und Hingabe gekostet haben. Ja, und es zeigte wirklich, wie sehr wir darauf vertrauten, dass unsere Regierung uns unterstützt. Gerade bei solchen Großprojekten ist Vertrauen unerlässlich. Genau. Wenn Menschen an ihre Führungskräfte glauben, kann das zu großen Erfolgen führen. Es ist wichtig, die richtigen Perspektiven zu haben und das Gesamtbild zu verstehen. Absolut. Eine starke Führung kann Vertrauen schaffen und den Fortschritt vorantreiben. Ich stimme zu. Es ist faszinierend zu sehen, wie Zusammenarbeit zum Erfolg führen kann. Unterstützen wir weiterhin Initiativen, die allen in unserer Gemeinschaft zugutekommen. Lektion 21: Marks Hockeyfähigkeiten. Mark spielt ein Spiel pro Woche und es macht ihm wirklich Spaß. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, aktiv zu bleiben und Spaß zu haben. Ja. Er ist ein guter Eishockeyspieler und gibt auf dem Eis immer sein Bestes. Es muss aufregend sein, ihm beim Spielen zuzusehen. Eishockey hat so ein aufregendes Tempo. Das ist es auf jeden Fall.
Die Energie während der Spiele ist ansteckend. Ich kann es mir vorstellen. Wie lange spielt er schon Hockey? Er spielt seit seiner Kindheit und hat daher inzwischen recht viel Erfahrung. Das ist beeindruckend. Es ist immer schön zu sehen, wie jemand seiner Leidenschaft nachgeht. Ja. Ich bewundere sein Engagement und seine Liebe zum Sport. Lektion 22. Vorbereitung auf das Abenteuer. Klingt großartig. Schnappen wir uns unsere Jacken, bevor wir losfahren. Gute Idee. Später könnte es kühl werden, besonders wenn wir eine Weile draußen sind. Ja. Und vergessen Sie nicht, auch etwas Wasser mitzubringen, Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Absolut. Ich fühle mich immer besser, wenn ich bei Outdoor-Aktivitäten ausreichend Flüssigkeit zu mir nehme. Ebenfalls. Es hält unsere Energie beim Erkunden aufrecht. Ich kann es kaum erwarten, die schönen Sehenswürdigkeiten zu sehen und die frische Luft zu genießen. Es wird ein fantastischer Tag, ich freue mich darauf. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen, bevor wir abreisen. Definitiv. Ich werde meine Tasche noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass wir bereit sind. Lektion 23. Reinigung und Klarheit. Jede Reinigungsaufgabe kann dazu beitragen, den Kopf frei zu bekommen und Ihren Raum aufzufrischen. Das klingt interessant. Wie fange ich mit der Organisation meines Zuhauses an? Beginnen Sie jeweils mit einem Bereich. Es macht den Prozess weniger überwältigend. Tolle Idee. Ich kann mich auf einen Raum konzentrieren, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu erledigen. Genau. Sie werden sich erfolgreich fühlen, wenn Sie jeden Bereich abschließen. Ich liebe dieses Erfolgserlebnis. Es motiviert mich, weiterzumachen. Ja. Außerdem kann ein aufgeräumter Raum eine friedlichere Umgebung schaffen. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, welchen Unterschied ein sauberer Raum machen kann. Lassen Sie uns dieses Reinigungsprojekt gemeinsam angehen. Es wird mehr Spaß machen. Lektion 24. Die Insel erkunden. Wussten Sie, dass ein Tourist in nur wenigen Tagen einen Großteil der Insel sehen kann? Wirklich? Das klingt für einen Kurztrip machbar. Ja, es gibt genug interessante Dinge zu sehen und zu unternehmen, ohne sich gehetzt zu fühlen. Das ist großartig. Welche sehenswerten Orte würden Sie empfehlen? Ich würde vorschlagen, die wunderschönen Strände und lokalen Märkte zu besuchen. Sie sind lebendig und voller Leben. Das klingt perfekt. Ich liebe es, in die lokale Kultur und Landschaft einzutauchen. Du wirst es auf jeden Fall genießen. Jeder Bereich hat seinen eigenen Charme und seine eigenen Aktivitäten. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Es klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit, ein paar Tage zu verbringen. Absolut. Lasst uns bald eine Reise planen, ich bin sicher, wir werden eine tolle Zeit zusammen haben. Lektion 25. Abenteuerliche Aktivitäten. Ich habe gehört, dass es für Touristen tolle Wassersportarten und Tempelbesuche gibt. Das klingt abenteuerlich. Ich würde gerne einige der Wasseraktivitäten ausprobieren. Ja. An den Stränden können Sie schnorcheln, Kajak fahren oder sogar surfen. Wow! Das klingt spannend. Ich wollte schon immer surfen lernen. Probieren Sie es unbedingt aus. Die Lehrer sind freundlich und sehr hilfsbereit.
Und was ist mit den Tempelbesuchen? Ich bin fasziniert von der Kultur und Geschichte. Der Besuch der Tempel ist ein Muss. Sie haben eine atemberaubende Architektur und eine friedliche Atmosphäre. Es klingt nach einer perfekten Balance zwischen Abenteuer und kultureller Erkundung. Genau. Wir sollten eine Liste mit Aktivitäten erstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts verpassen. Lektion 26. Eine Einkaufsliste erstellen. Bevor wir einkaufen gehen, erstellen wir eine Liste, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Gute Idee. Ich beginne mit Obst und etwas frischem Gemüse. Tolle Wahl. Frische Produkte sind für eine gesunde Ernährung unerlässlich. Ja. Ich muss auch ein paar Snacks für die Woche hinzufügen. Ich liebe es, gesunde Optionen zur Verfügung zu haben. Snacks sind wichtig. Welche Art haben Sie im Sinn? Ich denke an Müsliriegel und ein paar gemischte Nüsse, sie sind perfekt für unterwegs. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Zur Abwechslung füge ich noch etwas Joghurt und vielleicht etwas Käse hinzu. Perfekt. Schauen wir unbedingt in unserer Speisekammer nach, bevor wir die Liste fertigstellen. Absolut. Dies hilft uns, den Kauf von Duplikaten zu vermeiden und etwas Geld zu sparen. Lektion 27. Geldwechsel. Was die Währung betrifft, ist unser Wechselkurs sehr wettbewerbsfähig. Das ist gut zu wissen. Wie viel möchten Sie umtauschen? Ich denke darüber nach, ein paar $100 für meine Reise einzutauschen. Das klingt vernünftig. Es ist immer ratsam, etwas Landeswährung zur Hand zu haben. Ja. Darüber hinaus erleichtert es Transaktionen, insbesondere in kleineren Geschäften oder Märkten. Ich stimme zu. Es ist auch hilfreich für Trinkgelder in Restaurants und anderen Dienstleistungen. Absolut. Schauen wir uns die besten Kurse an, bevor wir den Umtausch vornehmen. Tolle Idee. Ich möchte sicherstellen, dass wir für unser Geld den größtmöglichen Gegenwert erhalten. Lassen Sie uns etwas recherchieren und die beste Option für uns finden. Lektion 28. Um Hilfe bitten. Ich zögere, Sie zu belästigen, obwohl Sie sich um dich kümmern. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sie brauchen. Jeder weiß es zu schätzen, einbezogen zu werden. Sie haben recht. Manchmal mache ich mir Sorgen, eine Last zu sein. Denken Sie nicht so. Menschen bieten normalerweise gerne Unterstützung für diejenigen an, die ihnen am Herzen liegen. Ich denke, ich muss meine Sichtweise ändern, wenn ich um Hilfe bitte. Ja. Es ist ein Zeichen der Stärke, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Vielen Dank, dass Sie mich daran erinnert haben. Beim nächsten Mal frage ich lieber nach. Absolut. Du bist nie eine Last, es geht darum, Verbindungen aufzubauen. Ich schätze Ihre Unterstützung. Ich werde dies in Zukunft im Hinterkopf behalten. Lektion 29. Geschäftliche Herausforderungen. Gibt es Herausforderungen, mit denen Unternehmen heutzutage konfrontiert sind? Ja, Störungen in der Logistik und Lieferkette sind in letzter Zeit weit verbreitet. Das stimmt. Dies wirkt sich auf die Lieferzeiten aus und kann zu Produktengpässen führen. Genau. Viele Unternehmen haben daher Schwierigkeiten, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Es ist interessant zu sehen, wie vernetzt unsere Weltwirtschaft ist. Ja. Eine Störung in einem Bereich kann sich auf verschiedene Branchen auswirken.
Unternehmen finden jedoch neue Wege, sich an diese Herausforderungen anzupassen und sie zu meistern. Absolut. Innovation und Flexibilität sind der Schlüssel zum Erfolg in schwierigen Zeiten. Ich bin gespannt, wie sich Unternehmen als Reaktion auf diese Probleme entwickeln werden. Lektion 30: Einwanderungsfragen. Werden mir bei der Einwanderung viele Fragen gestellt? Sie stellen in der Regel grundlegende Fragen zu Ihren Reiseplänen und dem Zweck Ihres Besuchs. Das macht Sinn. Für sie ist es wichtig zu wissen, wer in das Land einreist. Ja. Sie fragen möglicherweise auch nach Ihrer Unterkunft und der Dauer Ihres Aufenthalts. Ich hoffe, ich bin darauf vorbereitet, ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Es wird dir gut gehen. Antworten Sie einfach ehrlich und klar, und alles wird gut. Danke für die Beruhigung. Ich bin jetzt zuversichtlicher, was den Prozess angeht. Kein Problem. Denken Sie daran, ruhig und gelassen zu bleiben. Ich schätze Ihre Unterstützung. Ich werde diesen Rat im Hinterkopf behalten. Lektion 31: Bequemlichkeit lokaler Geschäfte. Ja, von hier aus ist einer gleich um die Ecke. Das ist großartig. Es ist sehr praktisch für schnelle Ausflüge, um das Nötigste mitzunehmen. Genau. Ich liebe es, einen Laden in der Nähe für Last-Minute-Artikel zu haben. Es macht das Leben so viel einfacher, besonders wenn man es eilig hat. Absolut. Außerdem ist es großartig, lokale Unternehmen zu unterstützen. Ja. Ich versuche immer, wann immer ich kann, vor Ort einzukaufen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten und gleichzeitig das zu bekommen, was Sie brauchen. Ich stimme zu. Schauen wir es uns an und sehen, was Sie haben. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, die lokalen Angebote zu erkunden. Lektion 32: Wäscheroutine. Nach dem Waschen muss die Kleidung im Trockner getrocknet werden. Ja, das stimmt. Manchmal hängen wir die Kleidung stattdessen zum Trocknen auf die Leine. Ich liebe das. Die Lufttrocknung verleiht der Kleidung einen frischen Geruch, der kaum zu übertreffen ist. Absolut. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, Energie zu sparen und umweltfreundlich zu sein. Genau. Und es ist schön, sie im Wind flattern zu sehen. Ich stimme zu. Es fühlt sich natürlicher an und die Sonne kann auch dabei helfen, sie zu desinfizieren. Ja, die Sonnenstrahlen können dabei sehr effektiv sein. Bevorzugen Sie den Trockner oder die Lufttrocknung? Bei schönem Wetter bevorzuge ich die Lufttrocknung, im Winter nutze ich jedoch den Trockner. Lektion 33: Kerzendüfte herstellen. Welche Düfte empfehlen Sie für die Kerzenherstellung? Ich persönlich liebe Lavendel und Vanille, sie schaffen eine so beruhigende Atmosphäre. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Lavendel eignet sich hervorragend zur Entspannung und Vanille wirkt beruhigend. Genau. Beide schaffen es, einen Raum gemütlich und einladend wirken zu lassen. Haben Sie versucht, Düfte zu mischen? Manchmal können Kombinationen wirklich reizvoll sein. Ja. Ich habe mit Lavendel und Kamille experimentiert und es war wunderbar. Das hört sich herrlich an. Es muss eine wirklich ruhige Atmosphäre geschaffen haben. Das hat es wirklich getan. Ich mag auch Zitrusdüfte für eine erfrischende Note. Das ist eine tolle Idee.
Zitrusfrüchte können die Stimmung aufhellen und einem Raum Energie verleihen.